10 besten Motorräder für die Rennstrecke. Ja, man kann viele Motorräder kaufen und man kann auch mit vielen Motorrädern auf die Rennstrecke, aber es gibt dann doch ein paar Modelle, die ein bisschen beliebter sind oder auch ein bisschen besser geeignet sind wie andere, und auf genau die gehen wir heute ein. Als allererstes haben wir da mal die BMW S1000RR oder auch M1000RR, je nach Geldbeutel. Die BMW ist ein Motorrad, die schon damals, seit sie das erste Mal rausgekommen ist, direkt super beliebt war. Sie ist einfach ein Motorrad, was fortschrittliche Technik drin hat, was einen zuverlässigen Motor drin hat und was auch die aktuellste Elektronik immer drin hat. Das Ganze hat damals schon gut funktioniert, aber das neue Modell setzt da natürlich nochmal einen drauf. Das heißt, wir haben jetzt ein Motorrad, was nochmal mehr Leistung hat. Wir haben ein aktuelles Chassis dabei, ein super Technik- und Elektronikpaket, was das Ganze sehr einfach zu fahren macht. Da haben wir zum Beispiel die Slide Control, die euch hilft, beim Kurvenausgang das Gas zu spannen und das Motorrad im Drift aus der Kurve rauszubewegen, ohne dass es euch direkt in die Botanik schießt. Oder genauso umgekehrt die Drift Control, das heißt, wenn ihr in die Kurve rein das Motorrad mit der Hinterradbremse antippt und quer stellt, wird es quer zum Kurveneingang hinsliden, ohne dass es euch abwirft. Und das Ganze vollautomatisch, elektronisch, ihr müsst euch nur vom Kopf drauf einstellen und vertrauen. Als ein weiterer Punkt, der bei der BMW erwähnenswert ist, kann man zum einen, wenn man ein bisschen kleiner gebaut ist, negativ sehen, oder wenn man größer gebaut ist, auch als Vorteil sehen, dass sie hauptsächlich eher für größere Menschen gemacht ist. Das heißt, wer größer ist, ich sage jetzt mal alles ab 1,85 und Co., die werden auf jeden Fall auf der BMW auch bei den älteren Modellen ihren Platz finden und sich ordentlich hinter die Kanzel verstecken können. Leistungstechnisch bietet uns die BMW einen 4-Zylinder-Reihenmotor mit 210 PS auf 197 Kilo fahrfertig, das heißt mit allen Flüssigkeiten drin. Als nächstes hätten wir dann noch die Honda Fireblade SC82 CB 1000 RRRR. Fragt mich nicht, wie viele Rs mittlerweile, 35 Stück oder so, aber das Modell ist mittlerweile als SC82 in der Facelift-Variante verfügbar. Man sieht sie auf Rennstrecken jetzt noch nicht so häufig, da das Modell noch relativ neu ist und dadurch jetzt noch nicht so weit verbreitet ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Motorrad, wenn man ein paar Kleinigkeiten dran ändert. Vorteile von der Honda sind auf jeden Fall, dass sie einen sehr fahrstabil ist und zum anderen mega viel Leistung hat. Ich glaube, das hat sich rumgesprochen, die Maschine hat eine Leistung von 217 PS. Und dazu kriegt man noch neue Technik, wenn man jetzt auf das Facelift-Modell sieht. Da hat man zum Beispiel die selektive Drosselklappensteuerung, die natürlich die Gasannahme nochmal viel smoother macht. Der kleine Nachteil allerdings ist, wie es eben schon ein bisschen angedeutet war, dass man das Motorrad nicht einfach so aus der Kiste nehmen kann, um auf der Rennstrecke dann rumzufeuern. Man muss die ECU-Flächen immer noch, das war schon bei der SC77 der Fall, dass die Elektronik auch mit einem anderen Ritzel oder einer anderen Hinterradgröße ordentlich funktioniert. Das nächste Motorrad auf meiner Top 10 Liste, was einfach massenweise auf jedem Trackday vertreten ist, in jeder Rennklasse zuhauf unterwegs ist die Yamaha R1. Die Maschine war schon immer beliebt gewesen, schon damals noch bei RN12 Zeiten oder noch älter, ist es einfach ein super begehrtes Sportmotorrad, was gerne benutzt wird und auf Trackdays auf der Rennstrecke sehr viel unterwegs ist. Hauptsächlich sieht man aber jetzt die neueren Modelle, das heißt ab RN32, Baujahr 2015, auf den ganzen Trackdays. Da sind diese Motorräder massenweise unterwegs und das aus gutem Grund. Die Maschine ist sehr, sehr handlich und aus der Kiste schon ein super Gesamtpaket. Das heißt, sie ist für jeden einfach zu fahren und hat immer noch, auch zu heutigen Verhältnissen, noch genug Leistung, um ordentlich vorne mitzufahren. Ich selbst habe auch eine R49, die abgestimmt auf dem Prüfstand 194 PS gemacht hat und das Ganze zuverlässig. Außerdem gibt es für die Maschine haufenweise Teile, egal ob auf dem Gebrauchtmarkt, weil die Maschine so beliebt ist und so häufig verkauft worden ist, oder im Aftermarket, das heißt Ersatzteile, Reparaturteile, Tuningteile, Umbauteile, gibt es massenweise, gibt es so viele Hersteller, die sowas für die Maschine anbieten, dass jeder auf jeden Fall fündig wird. Nachteile von der R1 lassen sich auf jeden Fall erwähnen, dass sie leider immer noch auf dem alten technischen Stand ist. Das heißt, auch die Facelift-Varianten RN49 und RN65 sind keine großen Weiterentwicklungen von dem Basismodell RN32. Das heißt, nächstes Jahr wird die Maschine damit schon 10 Jahre alt. Das Konzept, das Chassis, der Motor, alles ist auf einem Stand von vor 10 Jahren. Umso erstaunlicher, dass sie immer noch so beliebt ist, immer noch so häufig unterwegs ist und immer noch so konkurrenzfähig ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Maschine 2025 für den europäischen Markt
nicht mehr homologiert wird. Das heißt, sie wird nicht mit der Euro 5 Plus Norm homologiert und dadurch wird sie nicht mehr im Laden verfügbar sein und verkauft werden. Wer da Interesse hat, der muss auf eine R1 Race von GYTR zurückgreifen. Die gibt es weiterhin noch, genauso wie die R6. Und die kann man dann auch noch kaufen, aber die hat dann keine Lampen, keine Nummernschild, keine Straßenzulassung und ist rein nur für die Rennstrecke. Wer mehr über die R1 genau erfahren will, warum sie eingestellt wird und was sie sonst noch für Vorteile hat, für den habe ich hier oben das Video verlinkt, da findet ihr auf jeden Fall noch viel mehr Details. Das nächste Motorrad in meiner Liste polarisiert auch sehr stark und zwar ist es die Aprilia RSV 4. Ich selbst war auch schon Besitzer von der RSV 4, damals 2013er Modell APRC mit Elektronikpaket und ich fand es war ein super Motorrad, muss ich ganz einfach sagen. Sie war sehr handlich, sie hat von Haus aus ein super Fahrwerk drin, eine super Bremse drin, der V4 Motor hat einen unfassbar schönen Klang. Und das ganze Motorrad ist einfach im Gesamtpaket ein schönes Motorrad gewesen. Sie war ultra handlich, alles super, bis auf einen kleinen Knackpunkt. Und zwar, wie es bei vielen italienischen Motorrädern, vor allem Aprilia, leider immer noch nachgesagt wird und was ich leider auch bestätigen kann, sind Elektronikprobleme. Bei mir war der Fall, dass die Traktionskontrolle regelmäßig ausgefallen ist. Ich hatte immer wieder Fehlercodes in meinem Dashboard. Nichtsdestotrotz ist die Aprilia RSV 4 trotzdem ein super Motorrad mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer eine findet, die funktioniert, die ordentlich gewartet wird und wurde, der wird auf jeden Fall sehr viel Spaß mit der Maschine haben. Ein anderer Nachteil davon ist leider, dass sie nur für relativ kleine Personen geeignet ist. Ich selbst bin 1,78, ich konnte mich sehr wohl darauf fühlen, konnte mich super auf der Maschine zusammenfalten, das hat einwandfrei gepasst, aber für Personen, die jetzt über 1,80, 85, 1,90 sind, die werden auf keinen Fall da großartig Spaß mit haben, weil es einfach zu kompakt gebaut wurde. Kommen wir zu Platz 5 in meiner Liste und zwar die Ducati Panigale V4. Auch ein wunderschönes Motorrad, wo ich selbst leider noch gar keine Erfahrung mit sammeln konnte. Das heißt, ich konnte sie bisher noch nicht fahren, aber sie ist auf jeden Fall auf jedem Trackday vertreten und wird spürbar immer mehr. Das heißt, die Maschine an sich sieht nicht nur mega aus, sondern scheint auch echt gut was drauf zu haben. Und das heißt, sie hat auf jeden Fall sehr viel Leistung und ist außerdem auch was extrem Exklusives. Der im 90-Grad-Winkel angeordnete V4-Motor leistet in der Serie schon 215 PS, was ein echtes Brett ist. Aber in den ganzen Sondermodellen, wie zum Beispiel in der V4R, besteht die Möglichkeit, dass das Motorrad sogar bis zu 240 PS leistet. Das ist natürlich eine absolute geistesgestörte Zahl, die man so von keinem anderen Motorrad kennt. Natürlich gibt es da ein paar Voraussetzungen, dass man dieses spezielle Shellöl fährt, was dann entsprechend dünn ist. Aber Fakt ist einfach, die Maschine kann bis zu 240 PS liefern. Jetzt haben wir in unserer Liste natürlich sehr viel über 1000 Kubik Motorräder gesprochen, aber das sind ja nicht nur die einzigen, die auf Rennstrecken unterwegs sind. Das heißt, wir haben auch noch die kleinere Klasse von 600 Kubik, die da sehr viel noch unterwegs ist. Und da allen voran führt wahrscheinlich die Liste an die Yamaha R6. Immer noch und seit, ich würde jetzt mal sagen, RJ11, RJ15 durchgehend ein beliebtes 600er Motorrad. Sehr viel Leistung, sehr viel Drehzahl, macht mega Spaß zu fahren, ist sehr wendig und dadurch, dass sie genau wie die R1 so beliebt ist, gibt es auch hier haufenweise Teile, sowohl auf dem Gebrauchtmarkt als auch überall in allen Shops. Der Vierzylinder-Reihenmotor mit 600 Kubik leistet dabei 118 PS bei einer Drehzahl von 14.500 Umdrehungen. Das heißt, die Kiste, die schreit natürlich nur vor sich hin, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nachteile von der R6 sind, wie soll es auch anders sein, bei den hohen Drehzahl, der Motor kann Probleme machen, der kann gerne mal hochgehen, der muss ordentlich gewartet werden, der muss ordentlich regelmäßig zum Service, dann hält die Maschine auch. Ich meine, es sind genug unterwegs. Aber das ist auf jeden Fall ein Knackpunkt, den man im Auge und im Hinterkopf behalten sollte. Die andere Sache ist die, genau gleich wie bei der R1, bei der R6 war es schon ein bisschen früher der Fall, dass sie eben nicht mehr homologiert wird für die Straße und deswegen auf der Straße nicht mehr käuflich ist, sondern auch hier nur noch im GYTR-Programm als Race-Variante rein für die Rennstrecke. Wenn wir jetzt schon in der 600er Welt unterwegs sind, dann muss ich natürlich auch ein Motorrad erwähnen und zwar die Triumph Daytona 675. Ein wunderbar zu fahrendes Motorrad und mit dem Dreizylindermotor auch wirklich angenehm bei Gasannahme, beim Rausbeschleunigen, mit genug Leistung, macht mega Spaß zu fahren, durfte ich selber schon genug fahren und habe damit einige Runden gedreht und kann es echt nur empfehlen als 600er Bike.
super. Der 3-Zylinder-Reihenmotor mit 675 Kubik leistet dabei 124 PS, schon bei einer Drehzahl von um die 12.000 Umdrehungen. Das heißt, man muss die Maschine nicht so hoch drehen wie eine R6 zum Beispiel, hat dadurch auf jeden Fall auch den standfesteren Motor und einen wunderbar schönen Klang. Nachteile von der Maschine sind wahrscheinlich, dass sie leider auch nicht mehr gebaut wird in der Form, dass sie allgemein nicht so häufig auf den Rennstrecken unterwegs ist wie jetzt eine R6 und dadurch allgemein auch die Teilesuche ein bisschen geringer ausfällt. Kommen wir jetzt zum 8. Motorrad auf unserer Top 10 Liste und das ist ein Dauerbrenner in allen Klassen, wortwörtlich. Und zwar ist es die Suzuki GSX-R. Klammer auf, setzt hier einfach eure Kubikzahl ein. 600, 750, 1000 Kubik, egal was. Egal ab welcher Baureihe, beliebt sind ab K4, K5 und höher, aber die Motorräder sind wirklich super beliebt, weil sie A, sehr günstig sind, weil sie B, super zuverlässig sind und selten Probleme machen, egal ob Motor oder sonstige Anbauteile, und weil sie einfach immer funktionieren. Leistungstechnisch ist die Maschine jetzt egal von 600 bis 1000 Kubik nie am oberen Top-End dabei. Aber sie hat immer genug Leistung, um überall ordentlich und zuverlässig mitfahren zu können. Nachteile von der GSX-R sind auch hier wieder, dass sie leider nicht mehr gebaut wird. Suzuki hat das komplette GSX-R-Programm eingestellt, das heißt, hier gibt es auch keine Neuteile mehr, man muss immer gezwungenermaßen auf Gebrauchteile zurückgreifen. Außerdem spürt man an manchen Stellen dann doch, dass das Motorrad ein bisschen günstiger ist, auch günstiger aufgebaut wurde. Das heißt, ein paar kleine Upgrades kann man hier investieren, Fahrwerk überarbeiten oder verbessern lassen oder auch die Bremse verbessern lassen. Konkretes Beispiel, ich hatte damals an meiner 750er eine Yamaha R6 Bremse angebaut mit Sätteln und Pumpe. Das hat wunderbar funktioniert. Außerdem muss man im Hinterkopf behalten, dass es natürlich ein älteres Motorrad ist. Das heißt, es hat keine aktuelle Technik, kein aktuelles Chassis, da wird auch nichts mehr kommen an Upgrades oder ähnlichem. Das Thema ist durch. Jetzt haben wir in der Top 10 Liste natürlich sehr viel, nein, ausschließlich nur über voll verkleidete Motorräder gesprochen. Aber es gibt ja auch den ein oder anderen Fahrer, der will lieber aufrecht sitzen, der will lieber einen geraden Lenker haben. Das heißt, er braucht ein Naked Bike. Was sind denn jetzt beliebte oder gut funktionierende Naked Bikes auf der Rennstrecke? Da kann ich euch auch wieder einen guten Tipp geben, und zwar greift auch hier ins Regal von Triumph und nehmt eine Street Triple, egal ob 675 oder die neue 765, damit macht ihr auf keinen Fall was falsch. Auch hier haben wir, genau wie bei der Daytona vorhin schon genannt, ein sehr leichtes, sehr handlich zu fahrendes Motorrad mit einem sehr zuverlässigen 3-Zylinder-Motor, der ordentlich Leistung bietet und keinen überfordert. Der Motor hat auch hier einen super schönen Klang, hat eine angenehme Leistungsentfaltung. Und jetzt aufs aktuelle Modell gesprochen, bei 775 Kubik mit 130 PS und 80 Newtonmeter auch ordentlich Vortrieb. Das Ganze dann auf eine Maschine mit 188 Kilo fahrfertig gepackt und man kann auf jeder Rennstrecke mega seinen Spaß haben. Insgesamt gesprochen hat man hier ein sehr komplettes Motorrad mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, das auf jeden Fall Spaß macht zu fahren. Einzige Nachteile sind hier vielleicht, dass es ein bisschen seltener ist, das heißt, es gibt weniger Teile auf dem Gebrauchtmarkt und vielleicht auch weniger Ersatzteile allgemein. Ja, und dass es halt ein Naked Bike ist, was windanfällig ist. Im Vergleich zu den vollverkleideten sitzt man hier voll im Wind. Als letztes auf der Liste haben wir dann noch ein Motorrad, was vielleicht aktuell noch nicht so viel auf Rennstrecken unterwegs ist, aber kontinuierlich immer mehr und immer mehr wird. Und zwar eine Yamaha R7. Das ist ein sehr gutes, günstiges Einsteigermotorrad mit einem zuverlässigen Zweizylindermotor mit 698 Kubik, 73 PS, 67 Newtonmeter, das Ganze auf 188 Kilo fahrfertig. Das heißt, es ist ein tolles Motorrad, was gut zum Üben ist, zum Lernen. Es ist leicht, es ist wendig. Da kann jeder sich draufsetzen und kann sofort mit Spaß haben, ohne sofort überfordert zu sein. Nachteile von der Maschine sind vielleicht, dass sie aktuell noch relativ selten auf der Rennstrecke zu finden sind, dass es dadurch vielleicht auch noch wenige Rennsportteile gibt und dass das Motorrad aufgrund seines Preises auch eine relativ rudimentäre Ausstattung hat. Natürlich gibt es noch viele weitere Motorräder, wie zum Beispiel die komplette Kawasaki-Palette, KTM RC8, 97, 98, 1290 Duke, Suzuki SV650, die Honda 600er Reihe. Ja, aber die haben es bei mir jetzt nicht in meine Top 10 Liste geschafft.
Sagt mir eure Meinung dazu. Was fahrt ihr auf der Rennstrecke für ein Motorrad und was hat euch jetzt in der Top 10 Liste definitiv noch gefehlt? Haut's unten in die Kommentare rein. Motorradfahren auf der Rennstrecke ist an sich natürlich schon kein günstiges Hobby. Deswegen, wer jetzt noch wissen will, was mich eine komplette Rennsaison gekostet hat, der schaut mal hier oben ins Video oder hier unten verlinke ich euch ein Video, welche 7 essentiellen Upgrades ihr auf jeden Fall in euer Motorrad einbauen sollt.